Nun sing ich ihm erlöst befreit, mit frischem Liebesdrang. Es schall mein Leben lang dem Herrn mein Lobgesang. Ich singe ihm erlöst befreit, mit ewigem Liebesdrang. Ein Lied des Friedens sing ich jetzt, denn Jesus gab mir Ruhm. Den Sturm des Herzens stillte er und sprach mir Frieden zu. Es schall mein Leben lang den Herrn mein Lobgesang. Ich singe ihm erlöst befreit, mit ewigem Liebesdrang. Ich sing der neue Liebelied, wie wohl kein Lied ermisst. Wie hoch, wie lang, wie breit, wie tief die Liebe Jesu ist. Es schall mein Leben lang dem Herrn mein Lobgesang. Ich singe ihm erlöst befreit, mit ewigem Liebesdrang. Und eins sing ich das beste Lied, das nie ein Mensch erdacht, bis er die goldene Stadt durchzieht, in Jesu Bild erwacht. Es schall mein Leben lang dem Herrn mein Lobgesang. Ich singe ihm erlöst befreit, mit ewigem Liebesdrang. Nummer 3 ist hastig. Nummer 3 ist hastig. Wie süß tönt Sabbatglockenklang durch Berg und Tal dahin. Da sieht man die Christenheit zur Kirche fröhlich ziehen. Wir gehen zum Hause Gottes in uns wollen Jesu Lob mit anderen auch erhöhen. Dort hört man Evangelium, was Gott für uns getan. Man sagt zu des Erlösers Ruhm, dass er nur helfen kann. Wir gehen zum Hause Gottes in uns wollen Jesu Lob mit anderen auch erhöhen. Wie lieblich ist im Gotteshaus ein Vorschmack jener Welt. Dort geht man immer mehr hinaus im himmlischen Gezelt. Wir gehen
denn wir gehen zum Hause Gottes hin und wollen Jesu Lob mit anderen auch erhöhen. Mocht die Versammlung herzlich willkommen heißen, hier an der gekommen ist, jung, alt, Geschwister, Verein. Wir haben hier ist herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Wir haben hier die Begrüßung von der zu lesen, ut Hiob, Kapitel 37, von 1 bis 16. Und ich dachte, nur der Weg, was wir haben, wo wir haben große Walden gesehen, große Schwache, was wir überall. Und dann sei vielleicht auf der ersten Zweig, wo der über uns kommt, und als wir bloß so trainen soll, nicht? Als das mal, der hängt ja Lot ans diesen Kapitel mal lesen, Hiob 37, Vers 1 bis 16. Dann sagte, das entsetzt sich mein Herz und bebt. Oh, höret doch, wie sein Donner zürnt und was für Gespräch von seinem Munde ausgeht. Er lässt ihn hinfahren unter allen Himmeln und sein Blitz scheint auf die Enden der Erde. Ihm nach brüllt der Donner und er donnert mit seinem großen Schall. Und wenn sein Donner gehört wird, kann man's nicht aufhalten. So wird all Gott seine Stimme, was hier mit dem Donner vergleicht, wenn er trümmeln wird, dann soll wir an Gott seine Stimme denken. Dann sage ich Vers 5. Gott donnert mit seinem Donner wunderbar und tut große Dinge und wird doch nicht erkannt. Woher will er dort? Er will haben, dass wir sollen am erkennen, wir sollen aufmerksam. Er will unsere Attention haben, unsere Aufmerksamkeit mit dort haben, und er sich hier lässt durch das Gewitter und so wieder. Und mit den Wolken, wir wieder lesen, Vers 6. Er spricht zum Schnee, so ist er bald auf Erden, und zum Platzregen, so ist der Platzregen damit Macht. Aller Menschen Hand hält er verschlossen, dass die Leute lernen, was er tun kann. Das wilde Tier geht in die Hölle und bleibt an seinem Ort. Von Mittag her kommt Wetter und von Mitternacht Kälte. Vom Odem Gottes kommt Frost und große Wasser ziehen sich eng zusammen. Die Wolken beschwert er mit Wasser und durch das Gewölk bricht sein Licht. Er kehrt die Wolken, wo er hin will, dass sie schaffen alles, was er ihnen gebeut auf dem Erdboden. Es sei zur Züchtigung über ein Land oder zur Gnade lässt er sie kommen. Entweder kann dein zu einer Züchtigung oder kann auch zu der Genot dein, dass der Herr uns das dort auf den Regen schenkt. Da merke auf, Hiob, stehe und vernimm die Wunder Gottes. Weißt du, wie Gott solches über sie bringt und wie er das Licht aus seinen Wolken lässt hervorbrechen? Weißt du, wie sich die Wolken ausstreuen, die Wunder des, der vollkommen ist, an Wissen? Wurde der Herr dort alle? Dass der will unsere Aufmerksamkeit. Du bist ein großer Gott, der hängt. Wir haben einen großen Gott zu tun. Dann dachte ich, unsere Werk, das wir gehört haben, der Herr hat uns dort wahrer gewesen. Er will unsere Aufmerksamkeit haben, er will was uns sein. Und von der kommen wir taub hier in ihrem Wort, und von der wollen wir dann buchstäblich horchen, was der Herr uns zu sein hat. Mögen wir auch aufmerksam sein, was der Herr von der Welt zu uns reden. Aber wieder gehen für euch in Abstunde beten. Uns großer allmächtiger Gott und vor dem Himmel, wir preisen dich, wir loben die Herr für deine Macht, für deine Allmacht, für deine Allwissenheit, dass du ewig bist, dass du regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit, du preisen wir dich für. Wir danken dir, Herr, dass du an uns Menschen kämmern lässt, dass du uns segnest, dass du gütig bist an uns Menschen. Herr, gerecht und eugerecht, da hast du dort loten reden, du dank wie die für. Aber wir danken dir vielmal noch für die himmlischen Segnungen, was wir in dein Wort fängen, was wir in Jesus Christus teilhaftig sind geworden, durch das Tritt und das Blut, was er vergoten hat. Mögen wir, Herr, dass wir das genommen haben, auch immer wachsen an der Not, und dass wir immer mehr Frucht bringen für dich. Wir beten von dir, Herr, dass wir aufmerksame Ohren haben und offene Horten zu empfangen, was du zu uns zu sein hast. Also hier Bern, also in der Sinnerschule, Herr, auch auf andere Stellen, wo dein Wort was euch teilt. Amen. Nummer 424. Feuer 124. Der Herr hat viel für mich getan, ich werde ihn immer lieben. Er leitet mich auf rechter Bahn, ich werde ihn immer lieben. Ich werde ihn immer lieben, den Heiland, den
den Heiland. Ich werde ihn immer leben, er tat so viel für mich. Er steht mir alle Tage bei, ich werde ihn immer leben. Und seine Gnade macht mich frei, ich werde ihn immer lieben. Ich werde ihn immer lieben, den Heiland, den Heiland. Ich werde ihn immer leben, er tat so viel für mich. Und ob ihn alle Welt vergisst, ich werde ihn immer lieben. Mein bester Freund ist Jesus Christ, ich werde ihn immer lieben. Ich werde ihn immer lieben, den Heiland, den Heiland. Ich werde ihn immer lieben, er tat so viel für mich. Mal eine Frau und ans, wenn ich mal der Frau und was wird zu sein? Lohnt sich dort nach mal eine Sinn zu begehen? Oder hat sich auch mal eine Sinn betont? Oder was ist der Lohn für den Sinn? Was haben wir für den Sinn? Na, ich denke, das ist einfach, nicht? Das ist gerecht, das ist tot und das ist Heil. Das ist, was der Lohn für den Sinn ist. Da würden wir von der vielleicht auch keine so einfache Predigt merken, so kalt ist das, vor dem Haus, hier ab mit Sindien, wegen Sindien bringt uns nach Hall. Da würde es so einfach sein, das dort, nicht? Aber doch weit wird das nicht so einfach, nicht? Kommen wir in Hüs, da weit wird dort, die Bibel sagt, dass keiner ist gut, auch nicht einer. Wer kann davon frei bleiben, das ist jedoch allmählich. Und dann ist nicht ein anderer Weg, als wenn das, wer für uns am Gerecht nennt, nämlich Jesus Christus, dass er im Gerecht für uns nennt, regnet uns seine Gerechtigkeit, dass er uns ja Weg, wo wir dann für Gott bestehen bleiben. Das ist, was Jesus für uns gläubig getan hat. Er ist für uns am Gerecht gegangen, damit wir durch den Glauben und Arm für Gott gerecht stehen. Das ist einfach der Weg der Errettung. Aber dann ist der Freifleisch, wir haben auch diese Märtwegsall durch den Titel, was wir von der Stiftshütte hatten. Da haben wir das auch gefahren, was da nu, wenn ein Gläubiger da nicht gerät ist. Wir haben die davon, wenn er durch die gegangen ist, neben dem Brandaltar vorbei, wo der Tritt durchstellt, dann ist er an den Fährhof bern, dann hat er den Tünraum sich. Dort ist es, wenn er an Christus ist, gerecht vor dich für Gott. Aber wir haben das durch, dass der Bliff auf die Erde stehen. Er ist noch in dieser Welt und er versündigt sich nach. Wenn durch das Opfer Jesu Christi auch seine Sinn bedeckt ist, die Vergangene, die Gegenwart, auch die Zukunft sind, ist bedeckt durch das Opfer. Aber was dann, wenn ein Gläubiger dann nicht doch sind, nicht? Wir wissen nicht, wie das Waschbecken, wo die immer ständig ankommen sollen, sich immer bereinigen, haft sind dann nicht mal zu sein in Christi Leben, merkt das nicht mal ut, oder was erst dann die Folgen von dem Gläubiger, wenn er doch sind, dann, wie man einmal klar haben. Kein Mensch wird gerät durch den Schmack wollen, das gleich weit wie all durch den Schmack wollen, was kein Mensch gerät wollen, kann er bliff auch nicht gerät durch den Schmack bleiben, das auch nicht. Was ist dann nu, wenn ein Gläubiger sich versündigen wird? Und du jankert mir endlich 5 Fortsetzungen über zu merken, ein Thema von 5 Fortsetzungen. Von der soll endlich bloß eine Anleitung zu dem Thema sein. Was mit dem Sinn von einem Gläubiger? Was passiert mit dem Sinn, wenn ein Gläubiger sind? Was passiert darauf? Und das habe ich die Punkte einmal sein, dort war wir an 5 Mal, war wir das übergehen. Das erste, was sind die Folgen bezüglich auf sich selbst, was sind die Folgen an sich selbst, was sind die Folgen ab dem Nächsten, das ist die zweite Stunde, wäre der zweite Vortrag wird sein, über was sind die Folgen von den Nächsten, was wir sind. Der dritte ist, was sind die Folgen für das Jenseits, nun Leben, was wollen die Folgen dann sein. Das vierte soll sein Vergebung und Reinigung. Und das fünfte soll sein Schritte zum tägliches, siegreiches Leben. Von der war wir bloß eine Anleitung zu dem Thema haben. Und was soll das Ziel von dem Thema sein? Das Ziel lautet einmal an, dass wir lernen, sinnreich einzuschätzen, dass wir lernen, was Sinn ist. Der zweite ist, dass wir einmal die Folgen von den Sinn lernen, dass wir vielleicht gleich überdenken dürfen. Das dritte ist, dass wir immer wollen lernen, den Sinn zu hosten, dass Gott den Sinn hosten hat, dass der Herr den Sinn host.
Und vier erst, dort wir wollen erkennen, dort Sinn hat sich noch niemals betont. Dort betont sich einmal eine Sinn zu begehen. Und dann wird meine Utred sein, woran ich das getan habe. Ich hatte überschrieben für das einmal einfach, Sünde bezahlt sich nie. Einmal betont sich dort die Sünde. Aber von der aus eine Anleitung zu der einmal habe ich einmal, dort die Tatsache, dort wird einmal sein, dort jeder Gläubiger bejetne Sinn, oder der versündigt sich. Das ist von der einmal der Anleitung dort. Und woran weit wir dort, die erste Ursache, woran wir dort weiten, dort jeder Gläubiger sich versündigen, das ist einmal wie in der Bibel dort so sein wird. Wir lesen dort im Alten Testament aus Salomo, den Tempel dort anweihen, der hat für ein langes Gebet, was er beten, der, und dann sagt er, du siehst das dem Herrn, sagt er, denn es ist kein Mensch, der nicht sündigt. Das darf nicht ein Mensch, der nicht sündigt. Das sagt er auch im Alten Bund. Da hat Jesus wieder zu dem rechten Jüngling, der noch am Tag sagt, guter Meister, und dann sagt der Herr zu ihm, was nennst du mir Gott? Keiner als Gott aus Gott allein. Das darf bloß die Dreieinigkeit Gottes, Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, der du Gott ist. Und das keiner besiegt dort, ob man so viel alles besiegt dort, das sind sinnhafte Menschen. 1. Johannes 1, Vers 8, lass uns dort abschluen. 1. Johannes 1, Vers 8, du sagst, Johannes, er hat sich mit Salz antreten, das ganze Kapitel redet er nicht einmal zu den Ungläubigen nicht, er redet zu uns, er sagt wir, immer war er wir, wie der wir Gemeinschaft mit dem Vater haben, wie der wir Gemeinschaft untereinander haben, er redet von wir. Dann sagt er dort in Vers 8, sagt er, es ist so wir sagen, wir haben keine Sünde, so verführen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn ich behaupte von mir selbst, aus dem Christ, keine Sünde haben, dann fiel mir selbst hinterlich, sagt er hier so einmal. In Kapitel 2 sagt er, auch Vers 1 sagt er, dort meine Kindlein, die sollen nicht sündigen, solche schreibe ich euch, dass ihr nicht sündiget, dort erst nicht, dort wie sollen sündigen, aber sagt, wann das dann passiert, so haben wir einen Fürsprecher, so das ist klar, dort wird passieren, aber du hast einen Fürsprecher, der für uns anstehen wird. So dann soll wir die Tatsache all dort in jeder Christ, die wird auch einen Sinn begonnen. Aber so erfahren, was dieser Sinn mit einem schmacket Anrollspapier wird angepackt, nämlich, dass das Wort vielleicht bloß Fehler genannt oder Tekortkommen hätten. Dann hätte sich das so viel Schein, aber dass wir Christen bloß Fehler und Tekortkommen hätten haben. Aber die Frage ist einmal, was ist ein Sinn? Wenn wir dort im Wiederbuch im Duden abchecken, das Wort Sinn, dann sage ich das einfach Verfehlung, Tekortkommen. Dort sagt ein anderes Wort am Duden, sagt Übertretung eines göttlichen Gebots. Einfach bis dort, was mir geboten ist von Gott, dort ich dort übertreten darf. Und Charakter sagt die griechische Sprache auch, wo die Bibel angeschrieben ist, dort wird sinnhaft dieselbe Bedienung auch. Einfach bloß eine Verfehlung, ein Fehler. Einfach zu kart kommen, was von mir gefordert wird, dass ich durch an kart komme. Da fährten sei wie, Sinn ist bloß dort Rechte, dort Schlechte, was ich getan habe. Dann checken wir durch den Tag und sagen, oh ja, von der habe ich nicht einen Sinn begonnen. Von der habe ich doch keinen Schlag gesagt, ich habe keinen geschlagen, ich habe keinen Drink genommen, ich habe nicht im Internet alles was gesehen, ich habe bloß geschaut, von der habe ich wohl keinen Sinn begonnen. Ist das dort? Sinn ist nicht bloß dort, was ich getan habe. Sinn ist auch dort, was ich nicht getan habe. Wenn ich dort nicht getan habe, was der Herr von mir fordern wird. Checken wir mal eine Saul. Soll seine Sinn dort nicht mal darf König sein, was wir seine Sinn? Wird er dort erst von Ehebruch, Mord, er selbst was begonnen hat? No, Gott hat ihm gesagt, vertell die Amalekiter, was ablatzte mit Feitaub. Und er hat mehr, als Gott hat gesagt, er muss nicht ganz, als Gott hat gesagt hat. Und dort wie eine Sinn, eine Zauberei-Sünde für andere, die dort nicht getan hat. Soll wir dort, auch bloß dort nicht tun, was Gott von mir fordern, der ist auch eine Sinn. Das ist ein schlimmer Sinn. Da vielleicht gleich so viel mal über doch. Jakobus 4,17 sagt das auch, wer da weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, dem ist das Sünde. Und das ist einfach so, was geschrieben ist, das ist das auch gemeint. Wenn wir dort nicht tun, was der Herr von uns fordert, und wir weiten, was reich ist und was der Gott ist, dann ist uns das ein Sinn, wenn wir dort nicht tun. Wenn wir überdenken, was sagt die Bibel, was ist das geradste Gebot, was wir tun sollen? Gott von ganzem Herzen, mit all unseren Kräften, mit unserer ganzen Seele leben. Ich habe Hand abheben sein, ja und Amen, du sagst nicht kalt an. Unsere Nächsten leben es uns selbst, oder unsere Nächsten Hecher achten es aus wie seltsam. Wofür kann dann Hand abheben sein? Ja, das habe ich immer getan. Ich denke immer an Gehorsam gewesen. Oder wenn wir denken dann an den Missionsbefehl Jesu. Wo wichtig wir im Herrn dort umhorten, dort wie wir das Evangelium rütterieren. 5-mal hat der Herr dort mit verschiedenen Wirren getan, aber 5-mal eine Schrift war erholt. In alle 4 Evangelien in der Apostelgeschichte, als der Missionsbefehl war erholt, dort wie sollen rütgehen das Evangelium rütterieren. Und in der Frau erst, wie viel haben die von dort letzte Weg durch das Tau gedreht, dort das Evangelium als rütteriert worden. Wenn im Herrn dort so umhort legen, dass er so arbeitet, ich habe dann sagen, wenn ich dort nicht tue, dann halt nicht gesündigt. Wenn Saul bloß dort nicht hat, alles Feind gemerkt, dass alles von einem Sinn ist,
Wofür mal für uns, wenn wir nicht die verlorene Säulen das Evangelium gebracht haben? Nur das sagen wir, wovon war ich, aber wir sollen an dort verwickelt sein, ist wo ihr was, letzte Weg. Oder dann sagen wir das vielleicht für die Predigersgemeinde, die sollen ja das auch tun. Sag ich ja, das sind die, die das erste der Abgabe haben, aber das wir ein Befehl an alle Jünger. Und was sagt 2. Korinther 5, 17? Lass uns das abschluen. 2. Korinther 5, 17. Du sagst, darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Das redet hier von wahren geborenen Kindern Gottes, von keine Prediger, nicht? Das ist hier jeder Kind Gottes, der in Christus ist. Dann sage ich das wieder. Aber das alles von Gott, der uns mit ihm selber versöhnt hat durch Jesu Christus und das Amt, mag Gott, all die, die mit Gott versöhnt sind, die haben ein Amt gekriegt. Das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Das soll Versöhnung sollen wieder sein. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir, wer mit Gott versöhnt sind, Botschafter an Christi Staat, denn Gott vermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Staat, lasset euch versöhnen mit Gott. Die Menschen, die sie nur recht bringen, lasst euch mit Gott versöhnen. Dort hat jeder einer, der in Christus ist, eine neue Kreatur geworden ist, haftet zu kriegen. Ab ein oder andere Weg und eigentlich soll letzte Weg verwickelt sein. Und es hat geworden. Wenn das nicht passiert ist, dann haben wir uns versündigt. Das ist ganz klar. Dann haben wir einen Befehl Gottes, sei wir nicht neu gekommen. Lesen wir in der Bibel von Epheser 5, wo wir das Manna an frühes anzählen, verhüllen und einander. Der Manna der frühes leben, der frühes der Manna ungetun sein. Und dann lesen wir vielleicht sogar ein Buch mal durch, was über das Eheleben reden wird. Wer kann dann sagen, oh ja, dann du sein ziemlich gut, und dadurch dort sein neu gekommen. Dann mag wir Kopf drauf hängen sein, du halt mir doch gründlich an versündig all. Am Kinder abtragen. Die Kinder das Wort Gottes anschwappen. Das ist unsere Abgabe aus Mana. Kann es sein, dass wir dort sein neu kommen? Dann mag wir doch sagen, du selber Karte nicht. Die Kinder, die Jugend, sollen die Älteren ehren, sollen in alle Dinge horchen. Soll wirklich einmal warten, wo die Karte dort kommen. Wir sollen alle Zeit läuft tun, und die sollten Rede führen. Dann sagen wir, wahre Karte an. Alle Entscheidungen, die wir treffen, wenn wir twiefelig eine Entscheidung treffen, dann ist uns das nicht Sinn. Das sage ich, alles, was nicht im Glauben kommt und was wir Zweifel entscheiden, das ist dann ohne Sinn. Sagen wir dort, dass wir können nicht runterheben sein aus Kinder Gottes, dass wir Unsinn leben. Die Tatsache, die kommt von der Bibel, die wir dort behaupten, dass jeder Kind Gottes sündigt. Dann sagen wir vielleicht, wenn wir so ein Zeit hier und da wird vielleicht immer einer beschuldigt und sagen, oh ja, das ist bloß zum Glück altes Leben. Unja Städten, dort wir dann wel glücklich sein. Ich will klar unterscheiden. Das ist ein ganzer Unterschied an jemand, der glücklich in Sinn daheim lebt, der ist von fern an sowieso kein wahrer Kind Gottes, der bloß glücklich in Sinn daheim lebt. Aber einmal mal wie die Tatsache tauschen, dort wie sinnhafte Menschen sind, wenn wir dort nicht tun, dann dürfte eine ganze Heuchlerie von uns. Wir wollen in einer Heuchlerie, wir wollen in einer Heuchelei leben. Und das nächste Ding ist, wir wollen nicht unseren Sinn erkennen und bekennen. Nicht, wir stehen dort nicht tauschen, wir wollen der Reich werden, weil wir dort nicht tauschen, dort wir doch sinnhafte Menschen sind. Sinn ist jeder Verfehlung, der Tekortkommt hat von dem Gebot Gottes. Das wird Sinn einfach ist. Das wird erste. Die Bibel sagt einmal, dass wir sinnhaft sind. Der zweite, was die Tatsache sein wird, dass wir als Kinder Gottes doch sinnhaft sind, das ist dort an uns eine alte und eine neue Natur ist. Eine alte Natur und eine neue Natur. Paulus redet davon in Römer 7, da hat von Vers 14 bis 24, hat er über geredet von diesem Kampf. Dort du eine alte Natur ist und eine neue Natur. Galater 4, Vers 17, der dort in einem Vers bloß Taubpfoten. Und wenn wir das nicht sein, dann dort eine alte Natur und eine neue Natur an uns geben wird, da wo wir viele falsch in der Bibel nicht verstehen, viele, was zum Wahrspruch stehen, und mit einer anderen Schrift steht, wegen der Bibel redet einmal von unserer neuen Natur und einmal redet auch von unserer alten Natur. Und dort nannte die Bibel in Galater 5, 17, nannte dort das Fleisch in dem Jas. Das sage ich in Kapitel 4, Vers 17 in Galater, denn das Fleisch gelüstet wieder den Geist und den Geist wieder das Fleisch. Dieselben sind wiedereinander, dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Das in einem Mensch bin, in einem wahren geborenen Kind Gottes ist ein Fleisch, in der Jas, der wahre geboren ist, und dort ständig ein jenes andere. Sicherlich soll wie immer dem Jas gehorsam sein, damit wir das Fleisch dort merken, mit dem war ich. Aber was ist der Unterschied von das beides? Der alte Natur, die fleischliche Natur, dort ist eine Natur, die immer jenem Gesetz Gottes streben wird. Dort war er strebt dem Gesetz Gottes. Paulus sagt das auch, sagt er, denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes, mit dem neuen Natur, habe eine Lust am Gesetz Gottes, nach dem inwendigen Menschen, das ist die neue Natur. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, in meinem Fleisch, in der alten Natur.
das da widerstreitet dem Gesetz in meinem Gemüte. So, er redet von diesen zwei Naturen da. Ein ist immer hat eine Lust und ja, Gott sein Gesetz und im Willen Gottes zu tun, dann ist aber doch noch wahre Wort, das ist immer jeden an. Wir als Kinder Gottes, wenn wir wollten, was reich ist, wir sollen das tun, aber das ist immer noch wahre Wort in uns, dort wir stiebert sich, dort will nicht das tun. Dort ist diese alte Natur, was in uns drin ist. Das nächste, was die alte Natur ist, der ist noch einmal unter dem Fluch der Sünde, in unsere Schmerzen, in Krankheiten, in Tod, was dann der Fluch von der Sünde ist, der Lohn von der Sünde. Dort sagt Römer 8 auch so, nun aber Christus in euch ist, wenn Christus an den Beinen ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen. Der Körper, der ist noch einmal in ihrem Fluch von der Sünde, ist noch einmal tot. Wo kommt der Tod her? Von dem Fluch der Sünde, dort wo der Körper tot ist. Der Geist aber, die neue Natur, aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Der dort wahrer betont. Woran hat wir als Kinder Gottes krank so leiden, krank so sterben, krank so eine Weide drehen aus der Angläubigen. Du hast endlich kein Unterschied zu sein, nicht von den Gläubigen und den Angläubigen, wo die körperlich zu leiden haben, in Pferden sterben und so weiter. Körperlich ist der Unterschied nicht zu sein, nicht. Woran nicht? Wenn die Körper als krank so unter dem Fluch der Sünde aus den Angläubigen sind. Viele Menschen verstehen das nicht, dort ans Fleisch und Blut, was einmal im Himmel nennen kann nicht. Das kann ich im Himmel nennen. Dort stirbt krank ist der Angläubige. Wir machen nie Körper haben, was im Himmel nennen zu kommen. Aber diese alte Natur, das Fleisch, was niemals im Himmel nicht nennen kann nicht. Und das nächste, was die alte Natur auch ist, ist unvollkommen in der Sinn nicht nach einmal. Das sagt in Philippa 3,12, sage ich, von Paulus redet von sich, das sage ich, nicht, dass ich schon ergriffen habe. Er redet von Jesus sein Tod ähnlich geworden. Ich sage nach euch ganz, Jesus sein Tod ähnlich nicht. Das meint völlig den Sinn aufgestorben. Ich sage nach euch ganz ähnlich nicht. Er redet von seiner alten Natur. Der ist noch nicht aufgestorben, nicht ganz. Sagt er, oder schon vollkommen, dass ich schon vollkommen sage. Ich sage noch nicht vollkommen nicht. Ich jage ihn aber nach. Ich randert aber heran. Ob ich es auch ergreifen möchte, nachdem ich von Christus ergriffen bin. Er sagt das hier so, diese alte Natur ist noch nicht vollkommen, aber ich randert heran. Das ist noch nicht durch, wo der Hahn soll kommen nicht. Da reden wir von der alten Natur. Einmal redet die Bibel von, wir sind vollkommen, einmal sagt die, wir sind unvollkommen. Wo ist das dann? Das ist ein wahrer Spruch. Einmal redet von der alten Natur, das ist noch nicht vollkommen nicht. Der wird noch ein Tag mit ganz aufgelegt. Und dann redet aber von der neuen Natur, und dort ist dort der Geist an uns, der von Himmel geboren ist. Was ist dann die neue Natur? Die neue Natur, sagt die Bibel einmal, war das an Christus. Wenn der an Christus ist, das ist wir in 2. Korinther lesen, da wo das sagt, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Diese Schrift steht, haben die Pferden Trouble, dürfen mit Trouble. Na, was ist der Mann? Siehe, es ist alles neu geworden. Dann haben Menschen sich bekehrt, es war geboren, dann hat einmal gesagt, oh, du kannst doch was von der Aule war her. Es ist Aule, wo ich alle vergangen war. Dort redet hier nicht von der Aule Natur. Dort redet hier von an Christus, von der neuen Natur, was vom Himmel geboren ist. Dort ist alle nie geworden. Du hast nicht, was Aule nicht bin nicht. Dort Fleisch ja, aber nicht die neue Natur. Wir als Kinder Gottes haben eine neue Natur gekriegt. Das nächste, was die neue Natur ist, ist von Gott, ist vom Himmel. Und das ist aus den Samen Gottes geboren. Die Geburt kommt immer aus den Samen her. Und das ist von den Samen Gottes erst geboren, dann konnte er nicht sterben, dann lebt er auch ewig. So ist Gott ewig leben. Alles, was von Gott geboren ist, das kann nicht sündigen. Ich sage es sogar. 1. Petrus 1,23 sagt dort. Als die da wiedergeboren sind, waren geboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichen Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da ewig bleibt. Diese Natur, das neue Natur, das ist von Gott geboren, aus den Samen Gottes, wo das Wort Gottes ist, das dort wieder das Wort hielen, nehmen dort ab, da wird in uns eine neue Natur geboren, der Jesus wird vom Neuen geboren, wird euer Tod wir, der wird vom Neuen geboren, und dort sagt dort lebt ewig. Wenn wir sagen, wir haben ewig Leben, na wo? Wer weiß, im 24, dadurch war wieder sind viele von uns voll tot. Wir sagen aber, wir haben ewig Leben. Dort ist an den Jesus, an unserer neuen Natur, haben wir dort ewig Leben. Wird dann wieder ewig leben, wird beim Herrn. Dort sage ich sogar, dort diese Natur, wenn die von Gott geboren ist, der kann nicht mal sündigen nicht. Ihr schaut, wie dort Johannes sagt, wer sagt, dort ich keine sinnhafte Licht, der für 40 Salz. 40 Salz hängt im Licht. Da redet er von der alten Natur. Nur wenn er von der neuen Natur redet, dann sagt er, der kann nicht mal sündigen nicht. Das sagt in 1. Johannes 3, Vers 9, wer aus Gott geboren ist. Wer aus Gott geboren ist, nicht Fleisch und Blut. Fleisch und Blut kann das Gottes gleich offen. Aber was aus Gott geboren ist, ist Geist. Das sagt, der tut nicht Sünde. Denn sein Same bleibt bei ihm. Gott sein Same, das ist von Gott geboren, dann kann er nicht sündigen. Wenn Gott von Gott geboren ist, kann er allmählich sündigen. Dann sagt er, und kann nicht sündigen, denn er ist von Gott geboren. Wenn das von Gott geboren ist, kann er nicht sündigen. Das ist die neue Natur.
Und das nächste, was in der Natur noch ist, ist vollkommen. Der ist vollkommen, nicht das Fleisch, aber der ist vollkommen. Dort sage ich Kolosser 1,22. Ich habe hier viele Schriftstellen, aber mit dort aller Taub, dann kriegen wir das Bild vor dich. Da sagt er in Kolosser 1,22, hat er nun versöhnt, uns hat er versöhnt mit dem Leibe seines Fleisches durch den Tod, auf dass er euch darstellte, heilig, unsträflich und ohne Tadel, fehlerlos, ganz vollkommen. Vor ihm selbst, so ihr anders bleibt im Glauben, wann im Glauben blieben, gegründet und fest und unbeweglich von der Hoffnung des Evangeliums. Den Glauben an das Evangelium, dort merkt uns, wie für Gott heilig, vollkommen, ohne Fehler, ganz vollkommen Stunde an Christus, die neue Natur. Sei wir dort? Sei wir, was ihr sagt, oh, na, wo ist das dann damit? Sag ich doch, dass Leute dort im Himmel, die hat doch keine Sinn nicht mal, nicht. Wo kostet die sein, dort ein Christ doch Sinn, die nicht, wenn im Himmel keine Sinn dann hat? Da wollt ihr doch nicht nennen kommen. Ich glaube, dass viel Dollar aus jedem anderen dort im Himmel keine Sinn nicht nennen wird. Nicht bloß, dass du nicht Sinn wird nennen gehen, du wollen sogar nicht mal Fehler nennen gehen nicht im Himmel. Du wollen nicht mal zu kurz kommen hätten nicht nennen kommen. Das sagt sogar in Offenbarung, du geht kein Gemeines nennen. Du geht nicht mal eine schweinische Plage im Himmel nennen. Wo will wir das nennen? Das ist ja allmählich. Das ist bloß allmählich, wenn wir das weiten, das bloß unsere neue Natur. Der wird nicht mal Sinn, den kann, was vom Himmel geboren ist. Der wird du nennen gehen, wenn das Körper, das hat alle Natur, das Fleisch ist, was aufgelegt sein, dort kann du auch mal gleich nennen. Dort ist, was du sinnhaft ist. Wenn dort ist, was aufgelegt sein, da wird die neue Natur in neue Körper kriegen, wieder Auferstehung. Dort wird im Himmel dann gehen, ohne eine riesige Plage, ohne einen Fehler. Fängst du von Gott geboren. Aber was nicht vom Himmel geboren ist, was nicht im Himmel dann kommt, nicht. Wo nicht eine neue Natur ist. So hat man gesagt, wenn ein Mensch gestorben ist, dann wird gesagt, na ja, der Lotte Tiet, hier der auch viel alle ab mit seinem schlechten Leben. Der hier auch ab mit Trinken, und hier sogar mit Schminken, und pflegt auch nicht mal, so sagt er dort, und mögt stahl auch den Trag mit anderen Menschen. Wenn dort gesagt wird von einem Menschen, wenn der gestorben ist, dann sage ich mir nicht. Wenn er nicht ein Zeugnis von der wahre Geburt hat. Wenn der Mensch durch die wahre Geburt verändert ist worden, dann ja. Woran? Wenigstens du eine neue Natur, was im Himmel wird dann kommen. Aber wenn du nicht eine wahre Geburt passiert ist, der alte Natur bloß noch proben, das Gebet zu merken, der alte Natur wird niemals im Himmel dann kommen nicht. Der ist von Ferien an gerissen, der wird immer gerissen bleiben. Deswegen dort halt nicht die neue Natur sein nach ein bisschen Nutelo. Und so, vielleicht ist es auch so, Mensch, ich alle Warte, die Krafen gehen, nehmen auf. Und wenn der Mensch nur dann nur sein einkommt, sicherlich fängt er an Nutelo, und er macht nur loten, wenn sie die Krafen loten, dann macht er auch nur loten mit Sünden. Aber das sage ich noch nicht. Das sage ich noch nicht. Vielleicht noch ein paar Schriftstellen in der Bibel und ihr streckt noch sogar noch. Aber das sage ich noch alle nicht. Wort, wenn du nicht eine neue Natur ist, geboren worden. Deswegen, wenn ein Mensch vom Neuen geboren ist, dann ist das Wort, was im Himmel nennen kann, dann wenigstens das Wort geboren vom Himmel. Aber wenn das nicht passiert ist, dort lotet sein, wo Gott man lebt. Und das sagt für uns, wir können so Gott meint, insofern leben, als wir wollen. Aber das sagt alle nicht, wenn du nicht eine neue Natur entstanden ist, durch eine wahre Geburt. Das ist das Einzige, was im Himmel kommt. So, das ist das dritte, das zweite Wort, wie weiten dort jeder Kind Gottes doch sind, deswegen der Haft nach dieser alte Natur, schlabt er sich noch mal dran. Dann haben wir das dritte, wo dann wir dort weiten, dass jeder Kind Gottes doch sind, das ist, wenn jeder Kind Gottes vom Herrn gezüchtigt wird. Hebräer 12, Vers 6 sagt uns dort. Hebräer 12, Vers 6 sagt, denn welchen der Herr lieb hat, den züchtigt er, und er stäubt einen jeglichen Sohn, den er aufnimmt. Das kann kein Kind Gottes dadurch glauben, der nicht noch vom Vater gestruft wird. So ihr die Züchtigung erduldet, so erbietet sich euch Gott als Kinder, denn wo ist ein Sohn, den der Vater nicht züchtigt? Seid ihr aber ohne Züchtigung, welcher sie alle sind teilhaftig geworden, so seid ihr Bastarde und nicht Kinder. Jesus redet davon, dass jeder Kind Gottes, der wird vom Vater gestruft. Woran wird er gestruft? Muss mal für Schein gehen? Wo ist ein Vater, der zu seinen Jungen sagt, naja, ich bin so dankbar, dass die immer so gehorsam bist, das ist auch alles, was ich sage, aber naja, wenn ich diese Gott sind, wird jemand zwischen, da mal war er strufen, mal war er schachen gehen. So, das ist doch kein Vater, nicht mal bis für Schein gehen und sehen, strufen nicht, das sind Jäfte doch nicht. Und so, das ist ein himmlischer Vater doch hört nicht. Woran hat jeder einer Struf haben? Aus Kinder Gottes, deswegen jeder einer hat eine alte Natur, in der man Trache arbeitet. Der muss Trache arbeiten wie verschulden uns. Deswegen, wenn Vers Feuer redet all, dass das hier an den Kampf gehende Sinn. Das sagt Vers Feuer, denn ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden in den Kämpfen wider die Sünde. Wenn wir diese Kämpfen haben, gehende Sinn, der Fuhrer ans Strufen, wenn wie kommen Dachkart in dieser Hinsicht haben, in diesem Kampf hier so. Deswegen weit wir dort all das Nächste, dort, wie auch sinnhafte Menschen sind, als Kinder Gottes, es würde nicht nötig sein, uns noch zu züchten.
En dat Vater unser Gebet wordt een Mustergebet, als we de Herr Jesus ons leren, dat wordt een dagtäglich het Mustergebet weer. En dat Gebet beten wir doch auch. Und vergib uns unsere Schulden. Und ein dagtägliches Level, so wie immer war doch bekannt, wo wir uns verschuldigt haben. Dann sollen wir dort als Kinder Gottes kommen wie kart. Und dann noch ein viertes, woran jeder Kind Gottes sind, dass wir das weiten, das erstwegen, die Gläubigen an die Bibel, die haben sich auch versündigt. Waren die auch abkriegt, dieselbe Wiese im Alten Bund, die waren abkriegt denselben Weg geraten als wie von der. Durch den Glauben waren die für Gott gereicht. Dass wir dieselbe Weg der Erfahrung verehrt, als das für uns ist, und doch sollen wir dort, dass die sich auch versündigt haben. Die Noah hat Weingarten angeplant und nahm von den Jährten Wein und Licht in seine Hütte betrunken da. Dann sagen wir, hat er das gewusst oder nicht gewusst, das weit wir da nicht, außer das hat Mordwelles getan oder nicht. Jedenfalls, die keinen Fluch abdet, wie eine Sinn, wenigstens den Fluch abteilen. Seine Familie kriegt den Fluch von diesem Sinn, was heute begonnen hat. Und wir haben eine große Schande verehrt, große Schande. Da weit wir, dass das auch eine Sinn wir. Abraham, der lügt wegen seiner Frau, Sarah, lügt dem Pharao her. Sarah wie eine Sorte kleingläubig aus der Sehen verhalten wir. Isaac, der liegt auch wegen seiner Frau. Lot wie wahrscheinlich durch Abraham zum Glauben gekommen. Hat durch Abraham zum Glauben und den Worten Gott hat Lot wahrscheinlich sein Souveräne auch zum Glauben. Und als jemand Abraham taub, und die schafft es nicht mal ungeehrt, dann hat Lot wegtragen. In das Neue Testament sagt Lot, dass wir ein gerechter Mann, dass wir ein gläubiger Mann. Aber wo sind wir in seine Prioritäten? Und wir das wichtig, die kicken, wo wird er wirtschaftlich das Beste wiederkommen, wo er das allste Büren wird. Und heute trägt du das gottlose Volk in Sodom und Gomorra. Heute versagt du ihm, dass er nicht die Menschen bekannt merkt mit dem wahrhaftigen Gott, hat dort wenigstens danach könnt. Hat er vielleicht ein paar Säulen könnt raten in Sodom und Gomorra, wie Sodom und Gomorra Himmel ungegangen, aber nicht mal seine eine schwer sehens und seine eine früh. Hat er könnt werden. So wir dort allen Leute nahen die Männer von Sodom und Gomorra, nahen seine Brüder. Das Lot hat sich gründlich verschuldigt. Mose an seinem Euer schlug an den Stein, hat meist Gott gehorcht, nicht ganz. Gott sagte ihm, nehm den Stock und dann rät den Stein. Mess ist das erste Mal. Und Mose nimmt den Stock und schlägt den Stein. Hat er sich verschuldigt an sein Euer über das Volk. Hier ist er ewig über das Volk geworden. Und, wie weit nicht, hat sich versündigt. David, der Mann nach dem Herzen Gottes, weit wie so gut, was seine Sinn wir nicht. Ehebruch, Mord, Teil das Volk, was er nicht soll. Petrus, flucht dem Herrn, verlässt ihn Dienst als Menschenfärscher, Jethro war er eine Fäscherie nennen, was Jesus gesagt hat, wo er vom Bach geraubt hat. Paulus und Barnabas, kein Schock gegen den Eva in ihren Dienst. Petrus Heuchelloter war er für die Juden, da er sich von den Heiden aussondern hat, was eine Heuchelei wie ein Kompromiss mit der Wahrheit wird. Sei wie besser aus diesen Glaubenshelden? Weil wir doch sagen, no, wir sind nicht besser. Aber wir sollen danach was anderes an ihm. Wir sollen danach, dass diese Glaubenshelden, die haben eine andere Natur, eine neue Natur in sich selbst von sich verschulden. Sicherlich im Alten Bund wird mit dem Helden Jesus, mit der Wahre wird anders als im Neuen Bund erst nicht, dass sie nicht durch den Helden Jesus noch nicht Wahre geboren werden, aber sie werden auch gläubig und sie haben auch einen anderen Sinn, die kriegen. Das soll wie immer war. Den Lot, wo Gott lässt, dass auch alle dahergehen, wo er sich der Mann verschuldigt hat, aber wir sollen das von ihm, dass quält seine gerechte Säule. Da wir in eine neue Natur, die quält, das ganz gründlich, dass alle unter sein, das gottlose Leben, was wir. David, der Sinn, was er begonnen hat, ob es am der Sinn ist für die Juden gehalten wird, dann bereut er das ganz gehierig, ganz am Grund war der Sinn bereut, was er begonnen hat. Petrus, wo jeng andere als der Sinn ist, erkannt hat, er hielt betterlich über den Sinn. Dann sollen wir doch, wenn diese Glaubenshelden auch sich verschuldigt haben, würde wir ein Kerntecken von der neuen Natur ernährt werden, der immer war reumütig wir, der dort erkannt, der den Sinn quer und das sei wie von dem. So von uns von dir zu sein, dass wir keinen Sinn haben, da würde eine Heuchlerie von uns sein, da würde eine Selbstverführung sein, da würden wir uns selbst mit Licht führen, wann wir dort würden. Wir können noch viele andere Dinge dort sein, weil wir uns mal gründlich durchkicken, dann, wo sei wir nicht, dass der doch wo Stalt in uns Leben ist. Wir gleichen das doch, wenn wir mit ihr eine Anerkennung für uns kriegen, nicht? Loten uns doch in Fashion beleidigen, nicht? Das kommt vom Stalt her, dass wir uns beleidigen loten. Unverzeihlichkeit, der wir dann tief wie Smet. Im Glauben, dann auf einmal schackeln wir im Glauben. Sollen wir diese Dinge nicht in uns leben? Können wir dann auch Hand abheben sein? No, ich habe nicht gesündigt. Doch, habe doch gesündigt. Aber wo ist das dann der Weg? Können wir dort aber danach erkennen, dort an mir erst eine neue Natur entstehen? Sei wir reumütig über unseren Sinn? Quält uns dort innerlich der Sinn zu sein, in der Sinn so Gott zu tun? Quält uns dort, wenn wir dort sein tun? Das sind Kerntekens an, dass du eine neue Natur hast.
wo wir vom Herrn Trache Arbeit, jetzt züchtig auch, dass wir das sagen dann, dass der Herr züchtig ans Arbeit ans Trache, wenn du einmal eine Sinn in ans Leben hast. Haben wir dort chantigen, wenn dort du nicht erst, dann sei wir nicht gerad, aber es gerade Kinder Gottes, haben wir diese nie in Natur gekriegt und können danach Heilsgewissheit haben, wenn wir auch kalt kommen down in ans Fleisch, aber danach können wir ganz Heilsgewissheit haben, nicht wegen so einen sinnfreien Wandel haben, aber wegen so eine sinnfreie nie Natur geschaffen kriegen haben. Verstehst du das? Du willst ja wie Heilsgewissheit haben. Der Herr hat mir eine sinnfreie nie Natur geschaffen, durch den Glauben, durch dort wir an Jesus gläubig geworden sind und uns gerecht gemerkt haben für den Führer. Dort ist der einzige Weg, wo wir keine Heilsgewissheit haben. Wenn die nie Natur dann nicht in uns bin ist, dann ist doch keine Radung nicht. Das ist ganz klar, dann ist doch keine Radung nicht. Mochtet durch den Tod drehen, einmal dort wir dort nicht ans Selbst in Licht fühlen, dort wir sagen, er hat keinen Sinn, aber niemals nicht dort wir gleichhaltig wollen sein. Wir wollen den nächsten Punkt, was wir wollen, Lothar gehen, dann soll uns dort was bringen, dass wir danach erkennen, was sind die Folgen von dem Sinn, und dass wir wollen bei dem Punkt kommen, dass er danach niemals sich was betonen, eine Sinn zu begehen. Keinmal was sich dort betonen nicht. Macht der Herr durch die Not schenken. Weil wir singen Nummer 410. Herrliche Gnade unseres Leben, Herrn, Gnade viel größer als unsere Schuld, weil an dem Kreuze er starb so gern, so voll Erbarmen und voller Huld. Gnade, Gnade, anstatt Gericht Jesu Lieb und Tod. Gnade, Gnade, Gnade viel größer als meine Schuld. Sünde, Verzweiflung, so eiskalt, drohen der Seel mit ewiger Pein. Gnade viel größeres freudig schaut, unter dem Kreuz find ich Zuflucht fein. Gnade, Gnade, anstatt Gericht Jesu Lieb und Tod. Gnade, Gnade, Gnade viel größer als meine Schuld. Schwarz sind die Flecken, die nichts macht gut. Was könnte völlig waschen sie rein? Siehe, es fließt eine blutge Flut. Weißer denn Schnee magst du heute sein. Gnade, Gnade, anstatt Gericht Jesu Lieb und Tod. Gnade, Gnade, Gnade viel größer als meine Schuld. Herrliche Gnade, man darf ihr trauen. Jeder, der glaubt, wird völlig befreit. Du, der sich sehnet, eins ihn zu schauen, willst du empfangen die Gnade heut. Gnade, Gnade,
Licht Jesu Lieb und Tod. Gnade, Gnade, Gnade viel größer als meine Schuld. Nummer 31. Nummer 31. Bist du uns wie ein Vater, der sein Kind nie vergisst, der trotz all seiner Größe immer ansprechbar ist. Vater, unser Vater, alle Ehre deinen Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen. Deine Herrschaft soll kommen, das, was du willst, geschehen. Auf der Erde, im Himmel sollen alle es sehen. Vater, unser Vater, alle Ehre deinen Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen. Gib uns das, was wir brauchen, gib uns heute unser Brot und vergib uns den Aufstand gegen dich und dein Gebot. Vater, unser Vater, alle Ehre deinen Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen. Lehre uns zu vergeben, so wie du uns vergibst. Lass uns treu zu dir stehen, so wie du immer liebst. Vater, unser Vater, alle Ehre deinen Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen. Nimm Gedanken des Zweifels und der Anfechtung fort. Mach uns frei von dem Bösen durch dein mächtiges Wort. Vater, unser Vater, alle Ehre deinen Namen. Vater, unser Vater, bis ans Ende der Zeiten. Amen. Deine Macht hat kein Ende, wir vertrauen darauf, bis ein herrlicher Herrscher und dein Reich hört nie auf. Vater, unser Vater, alle Ehre deinen Namen. Vater,
ans Ende der Zeiten. Amen. Nummer 420. Bitte abstimmen, wo immer da passend ist. Feier 120. Bleibend ist deine Treu, o Gott, mein Vater. Du kennst nicht Schatten, noch wechselt dein Licht. Du bist derselbe, der du warst vor Zeiten. An deine Gnade es niemals gebricht. Bleibend ist deine Treu, bleibend ist deine Treu. Morgen für morgen dein Sorgen ich seh. An meinen Mangel hast du mir gestillet. Bleibend ist deine Treu, wo ich auch geh. Ob es der Frühling ist, ob Herbst, ob Winter, ob ich den Sommer seh in seiner Pracht. Du hast die Welt dir geschaffen zum Zeugnis, dir nur zum Ruhm und zum Preis deiner Macht. Bleibend ist deine Treu, bleibend ist deine Treu. Morgen für morgen dein Sorgen ich seh. An meinen Mangel hast du mir gestillet. Bleibend ist deine Treu, wo ich auch geh. Frieden und ewiges Heil, Freude, die Fülle, fließt allen Menschen vom Kreuze her zu. Gott gibt dem Fleische sein Liebstes für Sünder, führet dem Opfer die Schöpfung zur Ruhe. Bleibend ist deine Treu, bleibend ist deine Treu. Morgen für morgen dein Sorgen ich seh. All meinen Mangel hast du mir gestillet. Bleibend ist deine Treu, wo ich auch geh. David Dosa. Okay, wenn wir uns Bulletin nehmen, sage ich Aufruf zur Andacht, sei ein Vorbild den Gläubigen im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben und in der Keuschheit. 1. Timotheus 4, Vers 12. Okay, wir sind jetzt in dem Altenheim, als Prediger John Unger hier war, all drei von da. In Elwei sind die Schwester Pancho Bommons, so dort vor wegen sei hier von ja nicht Raum sein. Okay, zu der Bekommerungen, von der Glock 2 Nummer, dann weil die Jungs sich hier bei der Kirche trafen, am in Ungarn heute merken, für all die Lied, die über 55 Jahre sind, und wir sind auch unbedingt der Witwentag angelot. So all die Lied und Witwen, die über 55 Jahre sind angelot in Ungarn, der Hof saß, hier so bei der Kirchsregion, weil Glock 2 hier anfangen heute merken. Dann sagt Glock 7 zu, als Dirigentenkurs. Mehrweg Glock 9 Mars als Neferin, der Anleitung ist von der Schwester Lydia Wieb 108, Lydia Wieb 108, in der jeweils sind die Schwestern Utje und die Reuter Peters von Kampotien.
En dan zal ik vielleicht Nummer 13 hier toenemen. En dat zegt du, im September sollen Sachen uitgedeeld worden voor armen. En dan wordt nu gelegenheid die heeft al kleider te brengen. Dat zijn eerst kleider zijn en dat je hier krijgt om binnenverein de gewone hand te brengen, de kleider. So die worden, ik denk dan, die worden uitgesteld zijn voor het neefverein, die worden zich dan am temmen. So dan darf je eerst kleider naar toe brengen, wat immer je niet spraken, wat immer je wel waargeven door toe. Okay, dann zum Merdweg, im Klak so auch so ist als Bibelstunde, der Anleitung von Bruder Franz Krohn an Feier. Und da doch klak auch so ist als die Trio-Chorübung von der 3 Gemeindestau. Und da doch klak auch so ist als auch Jugendabend, um die Jugendlehrer zu anladen. Freitag klak auch so ist als Jugendchor, ich denke, das waren dann auch die 3 Jugendchöre von der 3 Gemeindestau sein. En dan Zinnund klok 7 Mars als eine Botschaft hier für Männer, alle Männer und Jünglinge zu angelot. An Zinnund soll ein Carwash sein, was die Jugendlehrer planen mit der Jugend zu haben. Und das soll in Nächstadt, Kamp 101 sein, durch den Carwash von Daniel Dektor. Und sie wollen Geld sammeln, das wird am Carwash stehen, zum Geld sammeln für die Jugendreszeit, so in die Ankosten, dass sie wieder zu denken mit dort. Und wollen auch merken, dass kann weil ich fort hier daheim bringen, dass sie da gut Arbeit haben, damit sie dann kann gut Geld sammeln. En dan tiendens de lerarseminar, die wordt voor de deelscholieraars, die wordt deze week overaan. En dan, ik denk de leraars worden zich dat aannemen. En dan nächste zondag, klok 9 Mars, is allgemeine Gebetsstund. Ich habe erop aan, wanneer we dat van jou bekannt hebben, dat we nächste zondag davon vergeten haben. Vielleicht haben wir uns das erst vor morgen. En dan als du der Altenheim-Kalender, als du hängt zu nehmen, für die Brüder, was du sich angegeben haben, oder was du sich aufgestellt haben, für eine Anleitung bringen, oder eine Morgenandacht bringen, im Altenheim, als du einen Kalender zu nehmen. Seit du als Genom da ist, darf nicht sein, dass für jedem eine was ein sein für jeder Bruder, wenn das eine Regel hat, das gleich nicht ganz für jedem eine Kalender, aber danach checkt aus Genom, dass einmal wo steht. Und dann die Fürbette, für uns Frauen am Fürbette, wir wollen diese Weg nur Seminal fahren für eine Jugendreszeit, so wie Frauen am Düne Gebära durch. Und auch für die Jugendreszeit, was nu am August soll sein, denkt 2-3 Wochen wieder, da wir auch dafür all beten, was von über nur was dann uns aus den Gebetssachen merken. Ja, da wird noch Smart Snen gefunden, dort wir vielleicht gestern, dort über dem Niefeld hier von die Anleo, den haben sie gestern so ist Region im Hospital geführt, sind in die Knäude, wir sind dick geworden, und haben in Cocktail im Hospital geführt. So, weil wir auch für ihn beten und es dann auch Gelegenheit dann zu besiegen. Und dann aus dem Dank für ihn, weil wir besonders dankbar sind. En eens Frau Mosen van vele zondag dat we 27.120 Peso en $726. Dat is nog eens wat uitgeloten. Groen sagt, predige das Evangelium, wer nötig, dann mit reden. Okay, einmal dann bedeutlich sein. Okay, als nächstes hier wir dann die Botschaft von Prediger Herrn Friesen. Gottes Segen. Ik wens ook iedereen Gottes Segen van deze morgen hier zo. Wat er dan predigen aan zo'n deel als dit, waar het fijn reden deed, waar het met de armen alle fijn uitloten deed, dan geloven we alles, niet? We geloven alles en dan zie je dat lijkt alles zo halfweg schijn. Wat fehlt er dan nog te predigen? Als je gebeden zijn alle reagiert worden, niet zo? Dan kan het op eenmaal zijn dat we denken, we gaan alles vol ab. Maar vandaag mag ik aan mijn boodschap, wat de Heer mij heeft op mijn hart gelegd, over den, wat soll zeggen, dat ook veel met lied, dan is er nog maar een probleem, wo ze zeggen, dan, ik heb niet grote dingen, ik heb niet met grote dingen schwierigheden, zoals met wo ik zichtig in zijn, maar wat is het probleem in ons heim, of wat is het probleem in je lied, okay? Wat wordt het dan nu zijn? Dat heeft niet met drinken te doen, heeft niet met drugs te doen, maar wat is het probleem? Wat wordt we dan zijn? Nou, vielmals denken we zo, het probleem wat we zijn, heeft iets met een zucht te doen. En er zijn ook viele problemen wat we zijn wens in slechte verhältnis. En vandaar het thema wat het thema is aan attitude op Englisch. Attitude kan zijn in verhältnis, mijn verhältnis. Wat is mijn instelling? Wat voor een instelling heb ik in mijn leven? Dat is wat het thema daar vandaar is. En dat kan veel problemen geven. In onze eigen, in onze familie, in onze omgeving, in onze gemeente, dat kan problemen geven. So, wat is onze instelling? Wer beter verstehen kann, das englische Wort, das ist unsere Attitude. Ich glaube, ich kenne die meisten vielleicht,
was ist meine Attitude? Wir können eine gute Attitude haben, wir haben eine gute Einstellung, wir können eine sehr schlechte Attitude haben. Um das mit klarer merken, die weiten, dann soll wir dort der Mensch auf eine schlechte Attitude, auf ein schlechtes Benehmen, ein Verhältnis bringt direkt, wenn eine Person das nicht kann. Ich habe das mal gesehen, wenn jemand früher nur barren beim Stuhl oder beim Geschäft, eine feine Person, aber willst du nicht barren, kannst du von Hof. Okay, da weißt du eine schlechte Attitude, ein sehr schlechtes Verhältnis. Kinder bringen ein schlechtes Verhältnis, eine schlechte Attitude rein, wenn die was wollen, die können nicht schmieden, sich auf den Flur haben. Okay, das kann ein schlechtes Verhältnis sein. Und über diese Sachen werden wir ein bisschen reden, aber es sind doch wie wenig, nicht so? Wir schmieden uns sich auf den Flur haben und wir spinnen nicht von Hof. So, vielleicht hast du die Botschaft dann für das wem. Bei anderen, vielleicht auch dann das wem uthalten, wenn das dann fehlen wird. So, wir wollen hier so lesen in 4. Mose Kapitel 14, Vers, ein paar Vers, weil wir hier lesen, vor das möchte ich Ihnen erst die Geschichte vertellen, wo Mose diese Botschaft dadurch schicken wird. Und Gott hat das Volk Israel Ägypten rübergehalten, sie waren in der Wüste, und Gott hat ihnen versprochen, dass sie in Kanaan ankommen, und Gott schickt diese 12 Botschafter rüber, dass sie sollen das Land Kanaan segnen. Sie deuten das, sie sagten das auch. Aber wenn sie streckt kommen, sie sollen mal einen Bereich geben, über das Land Kanaan, sie deuten das einen Bereich geben. So, nu wir hier so 10 Stück, Leute sehr schwierig, sie waren negativ, aber wir in 2 Stück, die waren positiv. So, die hatten eine gute Einstellung, wir in 10 Stück, die hatten eine schlechte Einstellung. Und was deuten diese 10 Stück? Die steckten was an, wo das Volk anfangen deut, gehen anzuworden, sie waren mürrisch und sie grumsäuden. Der 14. Vers, 4. Mose 14, Vers 1 wieder sagt, dann wird die ganze Versammlung rübergefordert und schräg. Und das Volk hielt die ganze Nacht über. Und all die Israeliten grumsäuden gegen Mose und Aaron. Und die ganze Versammlung sehte an, wenn wir doch in Ägypten gestorben wären oder in der Wildnis gestorben. Woran bringt der Herr uns in das Land, dort wir im Kampf umkommen und unsere Frühes in die kleinen Kinder, die Fien in den Hängen geroden? Es dort nicht besser, wie tragen in Ägypten. Was für ein Verhältnis hatten sie hier? Gott hat uns auch viel Wunder gewesen. Gott, wie man endlich weiß, wenn sie Ägypten rüttelten. Sie hatten auch viel Wunder hatten sie gesehen. Aber was nicht ging, dass hier nicht ganz in ihren Geschmack nur, diese 10 Botschafter brauchen eine negative Einstellung gerührt. Und was taten sie grünsten und grumsäuden, wir negativ und dachten, Fußtränen in Ägypten. Wird nicht besser gewesen, wie wir in dort Tüße bleiben. Und das ist, was unsere Gedanken fangen abdown. Wenn man dort nicht gleich an den Wellen gehen, dann denkt wir immer drei, dass wir besser gewesen, als wir dort geblieben oder als wir so geblieben, so sind wir. Immer denkt der Mensch drei, wenn er in eine schlechte Attitude, ein schlechtes Verhältnis sich entwickelt hat. Und das ist, was diese deuten. Das Volk Israel, ihr negatives Verhältnis, wir nicht gerade nicht hier bis abgekommen, sondern dort kommen wir mit, da und so von wie drei, wo sie dort in Ägypten gewesen wären, wird das all entwickelt worden. Aber das kommt hier immer weiter raus und immer weiter raus, wo das nicht so utkommen wird, als sie das wollen. So, wir können das nicht halten. Viele Dinge, die uns wollen, betreffen uns Leben, Schwierigkeiten. Wir können von dem nicht sein. Aber wir können uns Verhältnis, da wir von dem bestimmen, wo unsere Zukunft soll sein. Wo meine Zukunft und deine Zukunft soll sein, mit uns Verhältnis, das dann nicht von dem bestimmen, wo das soll sein. Als wir wollen ein gesegnet, ein frohes Leben in uns haben, oder als wir wollen ein negatives oder ein mürrisches Leben haben, das wir von dem bestimmen. Und das wird ein Tag auch kommen. Und so ist der kleinste Volk dort. So von der, weil wir von dieser Einstellung bedenken, was ist eine Attitude, was ist so ein Verhältnis, als das? Eine Attitude ist ein Benehmen. Das ist mein Verhältnis, das ist so, als ich mich abführen da, das ich mich abstellen da. Das ist ein Model. Ein Model. Ich glaube, ihr wisst alle, was ein Model ist. Ein Model, wenn wir ein Model haben, dann gehen wir nur ein Model. Und ein Model, das bleibt ein Weg. Okay? Und das ist ein negatives Verhältnis, ist auch ein Model. Das ist ein Model von uns Denken, was geformt ist von einer langen Zeit,
Das ist nicht von der Karte Zeit, das ist nicht von der bloß, bis das ist abgewickelt in einer langen Zeit im Leben, das ist uns Attitude, uns Benehmen, ist geformt durch das Model, wo wir von der langen Zeit von uns denken. Und das kann nicht bloß hostig gehen. So, ein Model ist, was du näher fahren ist. In Englisch das Wort sei, wie was ich gelernt habe, das ist engraved. Das ist du näher fahren, das ist du näher brand, das ist du band. Das ist ein Model. So, was passiert? Jeder Model, was du näher fahren und näher rollt ist, oder wie kann sein, was du näher prägt ist, das kommt von einer langen Zeit. Und wenn das von einer langen Zeit ist, der näher prägt ist, weißt du, was das dann geben wird? Dann gibt es eine Wahrheit. Und wenn es eine Wahrheit geben wird, dort ist, wo wir das nicht an Tisch tun und wir diesen Problem haben. Alles, was eine Wahrheit ist, das sei wie so gewarnt, dass wir die Dinge tun. Und der Mund wird sein, und du hast diesen Problem, hast du. No, das habe ich nicht. Mein Nachbar hat ein Problem, aber ich habe den Problem nicht. Wegen was kann ich das selbst sein? Wegen dort ist eine neue Prägt in mir. Das von der langen Zeit, dass es neue Prägt, und ich habe eine Wahrheit in meinem Leben. Das ist bloß einfach das echte Ding da. Und wo fängt das an? Weil das fängt an von sehr jungen Jahren. Fängt an, ja, wir sind wie Kinder. Wenn wir Kinder sind, dann, wo die Dinge geprägt wurden. Die lernen dort vielleicht von den Älteren, aber viele Dinge wurden auch selbst geprägt. Wir brauchen bloß kicken, bei Kinder spielen dann. Wo die mit Dingen umgehen dann. Wir brauchen auch mal gekickt, wenn die Volleyball spielen dann. Und dort ist zu sein, dass Jugend sich zu prägen wird. Ein jüngerer Mial, der würde den Ball überschmieden können. Die würden den Ball nicht über den Naht schmieden können. Und die prägen sich dann nicht, sagen, das ist der Ball. Oder das ist der Naht. Damit steckt Ball, damit bietet Naht, das wird einer wird sein. Der Nächste, der würde den Ball nicht über können, der würde sein, das sind auch ich. Nichts zu brauchen. Für stur hab's es nicht. Das wird der Nächste der. Der Nächste, der würde, war da sein, oh, nicht besser geglückt, fing ich frisch aus. Alle drei prägen sich was an. Einer hat den Ball die Schuld, einer hat sich die Schuld, und der Nächste sagt, oh, viele merken da wo alle, fing wir wieder frisch aus. Und das prägen wir an. Also nicht so, Jungs, das prägen wir an. Einer hat den Ball die Schuld, einer hat die Naht die Schuld, einer hat den Nuber die Schuld. Deswegen, die können ich das nicht. Und der Nächste, das ist ganz okay. Das heißt, mit den hat man so ein Top-Spiel, aber mit der anderen das nicht so. So, von der ist es, wo hast du die Ehe geprägt, von jung ab an? Wir die Dinge das Problem, wir studieren das Problem, kannst du die annehmen, dass wir können Fehler merken, wo sind wir Ehe geprägt, was sind wir von der? Wenn wir kleiner haben, die Ball die Schuld gewesen ist, dann wird von der auch der andere die Probleme haben. Wenn von klein ab an haben wir die Schuld gewesen bist, dass du wirst der Schlechter, du kannst das nie nicht, dann wirst du von der vielleicht auch den Problem haben. Gleich die Worte nicht, naja, ich sage auch so schlecht, und ich kann das nicht, und ich kann das nicht besser, ich sage nur da und da wird das von der auch da. Aber wenn die das von klein an geprägt ist, weil ich kann viele merken, dann fängt wir frisch an, dann wollen wir dort auch sein. So, was hast du geprägt von der bei dir? Was hast du noch immer getan von der? Und das ist dir geprägt. So, wenn es eine Gewohnheit gibt, dann kommen die Dinge wahrscheinlich all endlich ganz automatisch, was wir tun. Wir sagen Dinge, wir haben uns selbst tun, wir tun nächsten beschuldigen, wir sind negativ. Die Dinge, was wir sagen tun, die kommen all automatisch, wir denken durch an. Wo wir würden sagen, weil das ist bloß wer ich sagen. Weil das ist, was du geprägt, das ist du Bern, du weißt erst, das ist ein Utgefahren, war ich erst du Bern. Das hat mir den Nähe gelehrt, deswegen war ich die Dinge da, was ich da. Wie weiß man, wie wird automatisch, wenn als Schiffversalz kommen wird, dort erst über eine lange Zeit erst dort die Nähe kommen. Ich kann das einfach nicht halten, ich da die Dinge einfach bloß so hastig. Weil du weißt da, ich weißt, sie sind durch Nähe geprägt. Wir fangen uns an zu fühlen, dass wir uns sicher fühlen, mit einem Model, wo wir eine Nähe geprägt sind in uns Leben, voll bei uns soll sicher. Das ist bloß, was ich da habe, das will ich sagen. Und hier fühle ich mich an safe, sicher. Und ich glaube, wer ich sein, und jeder einer macht mich, ich glaube für was ich sein, und ich glaube, ob das sein ist, und jeder einer macht mich nicht so annehmen, als ich sein. Du machst mich bloß annehmen. Ich kann es nicht halten, dass ich das sein. Und das wird viele da, ich kann es bloß nicht halten. Ich sage einfach, das von jung ab an sein ich so, und du machst mich bloß annehmen. Das ist jeder zu bekommen. Wir werden da nicht mehr tun, bloß du sollst mich annehmen, dass ich sein. Mit einer schlechten Einstellung. Könnt ein denkt nicht und singt vielleicht verdrießlich. Könnt ein denkt nicht und singt beleidigt.
Aber du musst mich nicht annehmen. Und das ist, was der Mensch tut. Ich bin so abgebracht. Und dann schreiben wir das selbst an. Sie, das kleine Kind schafft ein Problem mit dem Ball. Und das ist, was wir kennen, weil ich bin so abgebracht. Meine Eltern haben mir das dort gelehrt. Dort weit wir. Dort weit wir, sei ja klar. Das ist eigentlich abgebracht. Aber wenn wir von der mal denken, was von der Einstellung habe ich von der? Was würde ich reagieren, zum Beispiel, wenn du ein Appointment hast, oder ja, ich will ein Appointment, ich habe ein Zita, und das kommt nicht so aus, was ich das wollte. Ja, eine Person ist nicht Zeit. Wo kommt mein Verhältnis daraus? Wie viele kommt das daraus, wer ich bin? Wo ich eindeutig, wo ich verdrießlich, fange ich an, Dinge an zu sein? Wo ist mein Benehmen da? Oder wo ist mein Benehmen, wenn ein anderer das krankhaft kann zu tun, so als ich geprägt sein? Da wird wir sein Fan. Haft sehr Fan geschafft. Das schafft so Fan, weil es ja nicht heute nicht krank das tun, was ich erwarten will, was ich geprägt sein, was ich denken will, du hast das von der aller Fan geschafft. Oder wenn eine Person nicht krank das wird haben könnte, was ich mich selbst geprägt habe. Das ist vielleicht, wo mein Verhältnis vorüberkommt, eine schlechte Einstellung und so weiter. Wo ist mein Verhältnis, wo ist meine Attitude, wenn ich irgendwo was fixen lassen will, reparieren lassen will? Was habe ich dort zu sein? Was für eine Einstellung beweise ich der Person? Wenn der sein, das wird länger dienen, als ich dir gesagt habe. Was sei wir der Person du vor uns? Was sei wir meinen Nächsten über der Person, was du sein, das wird länger dienen? Du dachtest rückwärts, was für eine Attitude, was für ein Verhältnis ich habe. Wie jammern. Und wir jammern sehr vielmals über das Gefahr von unseren Nächsten, das Gefahr von einem Heavy. Du jammern wie immer. War keine Frau von der. Unsere Einstellung darüber. Wie viel besser sind eigentlich? Haben wir mal überlegt? Wir sehen das Gefahr von all den anderen. Hat eine schlechte Benehmen, eine schlechte Attitude mit vor. Aber oder eigentlich, sehr wie besser. Haben wir einmal über das gedacht? Ich habe viel Angst da, über das Gefahr von uns, was Gott weiten down, als von unseren Oberlied, was nicht so Gott weiten down. Wenn die dann so überstehen, haben eine sehr schlechte Attitude, ein Benehmen, beim Stopplicht, oder Pferdrät, am Blusing saßen. Und das ist eine Attitude. Das ist einfach nicht bloß, dass ich das so habe, das ist eine Attitude, eher von klein an, der nicht so, als ich das will, und dann vor ich zurück, und dann habe ich was zu sein, dann complain ich darüber, und so weiter. Wat doen we jongeren? Über Tijd, über Eten, über Geld, über die Gesundheit, und über Arbeit, und über die Regierung, und über das Wahre, und über mich selbst, und über die Umgebung. Was doen wir jongeren darüber? Weißt du hast nicht mehr Anrecht, wenn wir unsere Meinung haben zu sein, was du willst, zu verbessern. Das Problem ist, wenn wir es nicht mehr tun. Dort ist, wo wir jammern tun und negativ über das sein. So vielmals, wie weit zu schämen und zu jammern über die Regierung, weil wir selbst wollen das nicht tun. So vielmals, wie weit zu jammern über den Herbert zum Beispiel, wo schlecht er ist, aber wenn er die ein Loch getan hat, wenn er da berät. Jedes Mal, wie bezieht ein Loch vorbei von einem jammern wir, wo schlecht er ist, aber wenn er Hilfe stellt und dann das Loch mal reparieren und nehmen uns was mit von Tüß und dann mal tauschen. Alles, was wir tun, ist wie jammern, wo prostet ist. Wir können vielleicht jammern über die Arbeit und über verschiedene Dinge, über Geld, über alles können wir jammern, aber das Ding ist, dann in die Hand und Wort leihen und dann die Dinge verbessern. Das ist, was wir vielmals nicht tun. Und das ist, was in Jammern ist, wir verbessern nicht. Wir beklagen uns bis immer. Und luten die Sachen kriegt so Tag. So, eine Person, die heute haben gesagt, das ist, was wir eigentlich sagen. Und deswegen wurde es in euer Schleich schaffen, so ein Problem mit dem Euer. Und ich sage, das ist dein Verhältnis. Du hast gleich Problem mit dem Euer, aber du brauchst den Euer aus einer schlechten Attitude, ein schlechtes Verhältnis zum dir in den Partner drehen. Und das wird viel passieren. Das ist eine Attitude, das ist ein Charakter, das ist ein schlechter Charakter. Aber wir wählen uns, kann ich sogar, dass diese Israeliten, sie wählen sich.
Sie wählen sich mal der Negativen, sie wählen sich zu grum sein. Und die hielen die ganze Nacht über. Sie wählen sich dort. Und das kann ich sagen, eigentlich die wählen uns dort. Jemand wird sagen, dass ich nicht wählen. Ich kann nicht halten, ich sage einfach, wer ich sein. No, wir wählen uns dort. Als wir nicht einen guten Tag gehabt oder einen schlechten Tag gehabt, den Tag, den wir uns wählen. Wo der Tag soll aufhören, dass wir es morgens all bestimmen, wo das soll sein. Mit Wort von der Einstellung, wie den Tag wollen haben, den will wir uns. Solange als alles, was wir tun, was ich will haben, dann scheint es, ich brauche mich nicht wählen, dann rennt alles fern. Aber wir stehen alle Tag vor einer Wohl, wo wir machen wählen. Und unsere Einstellung, was wir tun, dort, was wir zu uns Nächsten tun, das habe ich mir alle Tag gewählt. Zum Beispiel, wenn jemand die weiterhat und du bist still und du bist beleidigt, du willst die beleidigt zu sein. Das ist nicht eine Person sein Problem. Das ist mein Problem dann. Ich will mich still zu sein. Wenn jemand mich weiterhat und mich fordert zu nennen, dass ich verdrießlich war, ich will mir durch verdrießlich zu sein. Wenn ich negativ sein, ich will mich negativ zu sein. Aber was du erst willst, wie das so anrollen, und willst du nicht in die Gewohnheit werden, ich habe das Mensch so versaut, dass wir glauben, das ist einfach, wer wir sind. Aber denk du mal immer, wie viel Dinge will wir uns, was wir einfach tun, wir tun uns das will. Wir denken, sie werden so, ich kann einfach nicht halten, ich sein, wie ich sein. Wir wollen eine Probe stellen, sein, was wir können. Kennt ihr einen Freund? Dort zu beten, ich habe ganz haftig sein. Und lachen und vertalen. Aber jetzt eine andere Person, das ist aber vielleicht ganz das Gegenteil. Ganz traurig und betriebt. So können uns benehmen und verhalten, so hastig changen. Wenn ich will, mir durchhaftig zu sein, und bei uns steht, will ich mir unmutig zu sein. Auf einer steht, ich habe lachen und mutig sein, auf einer anderen steht, ein paar Minuten wieder, sagt wie in Jommerieren. Wir wilden uns dort. Stimmt das nicht? Viele Jahre von der ist dort, die denken, sie sind es dort. Aber wir wählen uns. Wir wählen uns zu jammern und zu klauen und zu jammerieren und negativ zu sein und all das andere tun, das will wir uns von der. Kriegst du das Volk Israel dort? Gott sagt es in der 22. Vers 14, im 14. Kapitel, all diese Männer, die meine Herrlichkeit und meine Tekens gesehen haben, da ich in Ägypten und in der Wildnis gedonnen habe, und da mir all 10-mal aufgeprüft und meine Stimme nicht gehorcht haben, von da soll keiner das Land sein, wo ich ihre Führer sprechen habe, gegeben, und keiner von da, die mich verachtet haben, soll dort sein. Er sagt, 10-mal haben sie mir aufgeprüft, mit ihr Verhältnis, was sie hatten. Wie viele Mal haben sie in diesem Herrn aufgeprüft, wo wir in schlechte Einstellung kann, gegen unseren Gott. Er sagt, keiner von ihnen würde das Land sein, die würden das nicht kriegen. Weil deswegen wird viele Menschen von der in der Wüste in ihr Leben blieben da. Und sein Himmel diese Friede, was der Herr für uns hat. Wie so eine Einstellung kann. Kommt eine Strophe ab dort. Weil das Volk Israel kriegt sogar eine Strophe. Und er kriegt für den Mose 14, Vers 29, sagt, jene Körper sollen in dieser Wildnis verwesen. Und je alle wird geteilt sein von 20 Jahren und durch immer, wird je migrum soiden. Keiner von ihnen soll in das Land kommen, wo wird über meine Hand abgehoben habt zum Schweden, du Bahnen wohnen zu lassen, Büter Kalab, gefunden sind sehen, und Jesua nun sind sehen. Jene Kinder von der gesehen, sie waren die Fien in den fallen, die will ich du anbringen, dass sie das Land kennenlernen, was die verachtet haben. Aber jene eine Körper sollen diese Wildnis verwesen. Und jene Kinder sollen 40 Jahre Freiheiten in der Wildnis
wen je antruet, was jene Körper in der Wildnis umgekommen sind. Also du fährst, dass diese mürrisch und negativ sind. Also jene Strophe ist, die waren nicht noch lange Kanaan ankommen. Sie wir nicht in Ägypten rübergekommen, die hat endlich gerat von dort. Aber in Kanaan ankommen, sagt er, will ich nicht gern. Woran wird es? Weil es eine negative Einstellung, immer jammerieren und grumsäuden. Eine schlechte Attitude, was sie haben. Was ja in den Folgen kommen bei uns auch, wenn wir schlechte Attitude haben, das bestimmt ans Leben von dir. Ich sage das viele Lied von dir. Und ich sage auch viele ältere Lied. Ich habe profiliert unternehmen. Wenn ich viele ältere Lied sind, so sehr dankbar. Die sind dankbar für was sie sind, für die Hilfe, was sie kriegen, für wo sie sind. Die sind dankbar für das Leben, was sie gehabt haben. Weil in dieser Einstellung für ältere Lied, was sie dankbar sind, das hat sich entwickelt von lang drei, hat das sich entwickelt all. Nicht bloß von dir. Aber dann sind auch Söhne, die sind so sehr undankbar. Und die kommen so und die sind negativ, und das ist auch von lang drei. Und die leben ein schweres Leben, die leben in der Desert, auf dem Sand, wo die Riechen warm ist in ihre Horten. Und haben keine Freude nicht im Leben. Aber wenn es unsere Einstellung, wenn es in die Wahrheit gegeben ist, wo wir jammerieren und eine schlechte Einstellung haben, wir hatten nie einen schweren Zeit, dass wir befreundet waren mit anderen Menschen. Vielleicht zwei wir das jene Person sein Problem. Weil in der Trouble kommt vielleicht mein Problem sein. Ich sage das bloß nicht. Ich kann einen Einfluss bringen auf den Nächsten. Kann ich so aus dieser Botschaft einen Einfluss bringen auf eine große Herde. So kann ich mit meiner schlechten Einstellung einen Einfluss bringen auf sehr viele Menschen, wo du viel Schulden geben. Und nicht dort leben, nicht in Frieden leben, in das Leben, wie vorher nicht, in Mut leben in der Zukunft. Das erfährt der Mensch nicht. Aber erst du in Wahrheit in zum Leben aus das, in ein negatives, mürrisches, schlechtes Verhalten, erst du in Wahrheit. Ja, du erst in Wahrheit. Und das braucht, dass wir uns selbst sehen und checken, wer wir sind. Warum wir blättern in Psalm 139, Vers 23. Ich glaube, du hast vielleicht alle bekannt. Psalm 139, Vers 23 und 24. Das heißt, Gott sei einmal, wo das mit mir steht. Und ihr seht mein Hort und prüft mich ut und sei, wo ich das meine. Der 24. Vers sagt, und sei einmal, auf ich auf den bösen Weg sie und lädt mich auf den ewigen Weg. Rietkom, in so ein Verhältnis als das, braucht das wir uns unser Segen tun. Weil viele haben sich auch unser Segen vom Doktor. So sei es, wenn uns was tut, dann tut wir uns unser Segen. Das sind Dinge in uns Leben, die wie groß so sein, was uns fehlen dann. Aber viele Dinge, die wie gut krank sein, und das braucht, dass wir uns mal besonders luten unser Segen von dem Doktor. Aber was wollen wir haben? Warum sind viele Probleme nicht gelöst? Weil die Gefahr ist das, wenn ich in so ein Leben aus dem Leben da, die Gefahr ist das, dass ich will immer meinen Partner luten unser Segen. Ich will meinen Nächsten luten unser Segen. Ich konnte das falsch verstehen, dass ich so meinen luten unser Segen, zum sein, wo das mit mir steht. Dort kann ich verstehen. Aber ich denke, das ist nicht mein Problem. Ich darf mich nicht unser Segen. Kijk, mein Partner fehlt unser Segen, meine Familie fehlt unser Segen, mein Nachbar, den fehlt unser Segen. Wenn die bloß mal würden ihr Leben ändern, dann würde das alles schaffen. Und wo je sein, wenn die immer wollen unser Segen, die wollen sein, das Problem liegt nicht bei mir, das liegt bei meinem Partner. Dort ist, wo die den können changen. Das ist eine ordentliche Einstellung, das ist, was viele von der haben. Viele sind von der auf Besuch, viele sind auf dem Weg, die luten sich unser Segen. Aber luten sich unser Segen immer, dass mein Partner sein Problem ist, oder der Nächste sein Problem ist. Was denkt ihr davon? Luten wir uns einmal unser Segen, oder wir wollen uns das nicht? Weißt du, warum wir uns das nicht wollen und unser Segen luten? Viele nicht. Weil es dann soll ich die Wahrheit sein von mir selbst. Und das war ich nicht. Viele in der Wirklichkeit luten sich von der vom Doktor nicht unser Segen, die wollen nicht nur im Doktor. Wenn der Doktor wird auf einmal sagen, was mein Problem ist, und ich will das nicht hier. Und das ist in der Wirklichkeit, was das mit uns solches Leben ist. Wir luten uns nicht unser Segen luten von dem Wort Gottes. Warum nicht? Weil es dann auf einmal die Wahrheit von mir selbst sein. Und was darf mir das da, wenn ich die Wahrheit von mir selbst sein, da werde ich sein? Das darf mir eine Verantwortung. Dann soll ich ändern. Weil das nicht einmal geglaubt hat, dass wir das ist mein Problem. Das darf nicht auf einmal mein Problem. Und ich sage, das ist auch mein Problem. Dann habe ich nie eine Verantwortung
zu ändern, dann soll es nicht ändern. Und das wird es nicht wahr. Und das wird wegen viele sich nicht mal luten sehen. Deswegen wird viele nicht mal so lesen da. Die studieren nicht. Wir waren so wenig weit von der Wort Gottes als möglich. Wegen Wort wenigstens, dann kriegen wir auf einmal selbst, wo zu sein, wo ich da kann kommen da. Und es steht dort, wir dort dann uns in Segen luten, dann tut wir uns vielleicht anbilden, oder sagen, was andere gesagt haben, was ich glauben dat, dort ich so sein, als ich sein. Ich sage einfach bloß von der Familie, ich sage von der Sorte, was es dort hat, ich sage von der Sorte, was immer winseln dat, und jammerieren dat, und negativ ist, und grünzen dat, und leicht abhuffen dat. Ich sage einfach von der Sorte. Dort als leichter gedaan ist, unser Segen in der Ding ändern. Also nicht? Und wie viel sind von der auch gestampelt? Du bist, wer du bist. Du kannst doch bloß nicht halten. Du musst doch bloß annehmen, dass du bist. Weil das ist ein Buch. Ich habe Basque studiert. Aber das ist von Savinica und Cholerica und all dort. Das ist so gut in gewisse Mut. Aber ein Choleriker vielleicht so, was der leicht abhüfte, sage ich sage einfach so, ich sage ein Choleriker. Mir muss nicht so annehmen, was er ist. Ich sage, jetzt wird das gleich so, das ist eine schlechte Einstellung, was du hast. Du musst sie verändern wollen. Das ist eine negative Attitude, was du hast. Wo Gott einen Hass über hast. Ich kann Gott verstehen, Menschen sind verschieden. Einer ist stärker als der andere, einer ist doller übernehmt als der andere, einer redet doller, einer redet nicht so leicht. Jetzt das alle zu verstehen. Aber wie viele Menschen stampeln sich von der nicht? Mit irgendwas, was sie glauben, was sie sagen, und du kannst ihn nicht reden. So vielleicht bist du einer, du hast die Leute stampeln, das wäre die Best. Weißt du, was das sind? Lehnes. Wir sind nicht, wer wir sind, wenn wir so eine negative Einstellung haben. So hat Gott uns niemals nicht gemerkt. Dann wir sollen checken, wo kann er mich verändern lassen? Und dann will er mich verändern lassen. Aber da braucht er mich selbst wo unser Segen lassen. Aber nicht unser Segen lassen von anderen Menschen. Nicht unser Segen lassen von unserer Gewohnheit. Nicht unser Segen lassen von meinem Nachbar. Oft checken, hey, mein Nachbar hat das so, ich sage nicht so schlecht als mein Nachbar. Wir tun uns unser Segen manchen Menschen, nicht so? Wir meten uns, checken, warum so schlecht sein es nicht, dann wird es nachher wohl gut sein. No, weißt du was, wir machen einen Port und wir machen das sein. Gott soll einmal, wo das mit mir steht. Der Herr, der mir gemerkt hat. Der Herr, der mir deutlicher sein kann, als der Mensch kann. Der wird mir weiten, was meine Einstellung ist, von denen sich Leuten unser Segen. Und von denen Leuten verändern. Das wird, kann ich David sehen. Unser Segen Leuten, woran? Um Riem zu merken, zum dankbar sein. Das wird viele nicht wahr. Viele nicht tun. Aber wenn wir uns sich unser Segen Leuten, und wie so eine Einstellung in unserem Leben haben, eine schlechte Einstellung haben, also wie wir Gott rühmen zum dankbar sein. Weil die in Dankbarkeit verändert unser Leben. Aber viele Menschen sind von der nicht dankbar, weil sie haben eine schlechte Attitude, ein schlechtes Benehmen in ihr Leben. Das sind ein ausgefahrenen Weichbahn. Ein Weichbahn, wo sie ausgefahren sind, bleiben hier vor der Länge, hier vor der Länge, und das muss wir sein. Und mit den ausgefahrenen Weichen muss wir rauskommen, das ist uns denken. So, wer bist du? Denkst du so, ist das einfach, wer du bist? Denkst du so, du bist einfach da verachter, du hast dir immer selbst durchgerannt, du küsst das nicht? Weil das vielleicht ein ausgefahrener Weich, wo du in die Nähe gekommen bist, und du kriegst das nicht. Oder bist du einer, der gibt immer der andere Schuld? Das ist ein ausgefahrener Weich. David, der wir bedeutet an seine Zukunft. 24. Vers sagen, so einmal auf ich, ab den beiden Weich sie, und lädt mich ab den ewigen Weich. Er guckt in die Zukunft an. Und er sagt einmal, war ich von der Stunde da. Er sagt, sei mal nur, war ich von der Stunde da. Und lädt mich ab den ewigen Weichen ab in die Zukunft. Und das war der Brot für mich und die. So wie bedeutet unsere Zukunft. Was sagen wir unsere Zukunft in uns weiteres Leben? Oder haben wir euch Titel, wenn ihr Segen lohnt? Vielleicht weit wir unteil. Vielleicht kann wir unteil. Aber das unser Segen lohnt, braucht Abfall. Braucht das mir Hand geben, das auch. Und das braucht das eigentlich das Wollen da. Wenn wir uns unser Segen lohnt, wird der Herr vielleicht sagen, diese Dinge, das ist die anderen, dann wird die dort scheiner gehen. Aber weil wir dort? Weil der Weg von wo wir vermutlich handeln da. Als was nicht gelehrt. Zum Beispiel, die hat nicht alles gelegt im Haus, das es soll. Der wird geknallt. Das ist eine bad attitude, das ist eine schlechte Einstellung.
Aber da würde vielleicht sein, weil er kann nicht halten, dort war ich das ha. Na, die Entscheidung möchtest du, der tauschlohn. Oder was für eine Entscheidung kann ich noch merken? Vielleicht muss ich still sein. Ich sage einfach so, aber mein wird erst dann sein, ich still. Na, die Entscheidung merkt wie, selbst still zu sein. Oder wir können sagen, andere wird in Action. Das ist eine schlechte Einstellung. Der entscheiden wir dort. All das bringt die Gemeinschaft weiter. In der Familie, in der Gemeinde, in der Umgebung. So, von der eine Frau, wir waren uns mal alle Frauen. Das Volk Israel, das wir dann zu jener Zeit, aber wir haben nach derselben Gott von der was dann, der hier nach Krieg so ans Gewinseln und ans Jommerier, Krieg ist das Volk Israel. Und Gott ist dann nach Krieg so jenen an, als zu jener dann. Wo steht das dann nicht mit uns? So, wir bist Frauen dankbar, wenn alles voll abgeht. Aber wenn kommt das drin. Was denkt ihr, von uns in ihr Segen lassen? Können das einmal nach Better gehen? Oder wo soll ich ändern? So mein Gebet ist, dass wir uns mit den Leuten verändern. Ein positives Leben, wo Gott kann in Gefallen anhaben. Aber abschließend zum Beten. Herr, wir kommen vor dir und Herr, wir bekennen, dass so viel muss, wir haben eine negative Einstellung ans Verhältnis, das nicht immer gut. Und Herr, wir sehen dort in dieser Bibel, das Volk Israel. Wir sehen dort, Herr, dass die hat einen Gräuel da an, wo das Volk mürdisch und jammerieren, dass du so viel Gutes zu tun hast. Und Herr, du hast uns von der auch so viel Gutes zu tun, und wir sehen die Wunder aller Wehen. Und Herr, manchmal sagen wir auch, haben so eine schlechte Einstellung, was so schädlich ist für unseren Nächsten. Und Herr, mein Gebet ist, dass wir würden keinen Ruhm schaffen und uns Leuten in ihr sehen. Dass wir würden keinen sein, wo wir das meinen dann und wo du das meinen das. Und Herr, lehre uns auf die rechte Wege ab, dass wir doch kein glücklich gehen. Und Herr, du kannst uns verändern. Und Herr, mein Gebet ist für jedem einen hier zu sein, wenn hier einmal wer so soll, einfach eine Gewohnheit, eine schlechte Einstellung haben. Herr, wie ist die Person dort, dass er von seiner Gewohnheit können loskommen und sondern können in Frieden leben in die Leben. Herr, wir danken dir für was du getan hast. Wir danken dir für die, was wir dir vertrauen können, dass du uns schützt bist. Herr, wir danken dir auch für die ganze Natur, was du bewiesen hast, Herr, wo wundervoll du bist. Auch die Leute am Kreuz, was du bewiesen hast an uns. Und die Einstellung, die du nachhast, Herr, wo so viel, vielleicht würden Mütter sein, wenn sie würden bei dir leiden. Und Herr, mein Gebet ist, dass wir würden können, so sein, als du bist. In deinen Namen bete. Amen. Da wird zum Schluss singen, in das spanische Heft, Nummer 46. Nummer 46. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres
servir a tu Rey y Señor. Tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor. Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Unser Gott nehmen vom Segengebet, Herr Jesus. Wir danken Ihnen noch einmal und wir freuen uns am Dienen sehen und Dienen schätzen. Amen. Gottes Segen mit jedem einen.